Ja, an mein Auto stand ein Brief. Wie, erzähl mal. Ja, irgendwie danke für den Sieg, danke für den Derby-Sieg. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Es ist mal wieder Freitag und es ist Zeit für euer Feiertagsmagazin. Heute habe ich einen Gast, der die letzten beiden Spiele grandios gespielt hat und heute ist er im Feiertagsmagazin. Ich freue mich riesig. Mo Dahut. Mo, grüß dich, hallo. Grüß dich, hi. Dir geht's Freut gut? mich auch, Dankeschön für die Einladung. Ja, mir geht's gut, danke. Was für eine Woche. Top-Ausgangslage nach dem 3:2-Sieg in Sevilla. Dann habt ihr noch das Derby gewonnen. Das sind doch schöne Frühlingsgefühle, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist sehr schön, ja. Kann ich mir vorstellen, dass es euch im Moment gut geht und dass ihr viel Spaß beim Training habt, oder? Ja, richtig. Sehr viel. Mit Rafa auf jeden Fall. Ich habe noch eine Überraschung für dich, Mo. Du erinnerst dich an das schöne Tor gegen Sevilla? Das Ja. ist in der Auswahl zum Tor der Woche. Deine Konkurrenten sind Mbappé, Giroud und Mendy. Oder Mo. Und jetzt schon natürlich der Aufruf, alle BVB-Fans, ihr müsst für Mo voten. Er muss das Ding gewinnen. Das Tor war so schön, würden uns alle freuen. Und wir haben über das Tor gesprochen und jetzt schauen wir es uns natürlich nochmal an. Nicht weiter stecken und der versucht's mal! Vielleicht auf dem Weg zur nächsten Dortmunder Möglichkeit. Haaland ist da jetzt vor dem Keeper und mit dem Tor 2:1 BVB. Haaland to his right. Haaland 3-1. Vamos! Ja, Mo, wenn man sowas sieht, das sah so aus, als wenn du Spaß gehabt hättest. Ja, auf jeden Fall. Klar macht es Spaß, wenn du dein Team mit so schönen Toren siehst. Irgendwie habe ich so das Gefühl, bei den letzten beiden Spielen, da ist der Knoten endgültig geplatzt. Ich glaube, jeder BVB-Fan freut sich darüber, dass es bei dir so gut funktioniert. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, es ist nicht immer einfach, wenn du wirklich so lange nicht mehr gespielt hast und dann versuchst du ins Spiel reinzukommen, versuchst einfach zu spielen, versuchst Sicherheit zu gewinnen. Ja, es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht einfach, wenn du so lange draußen warst und dann, dass es mir dann so gelingt, dann mit so einem Tor und dann Gott sei Dank so eine gute Performance abzulegen. Top! Ist man eigentlich, wenn man so lange dann nicht gespielt hat, noch mehr motiviert, Mo? Man ist immer motiviert, in jedem Spiel. Auf jeden Fall, in jede Minute, die ich bekommen habe, bin ich immer sehr motiviert gewesen und habe immer wirklich alles gegeben. Auch wenn nicht immer alles klappt, weil du nicht in deiner Routine bist. Wenn du Spiel für Spiel spielst, kannst du dich immer weiter steigern und das versuche ich gerade. Wenn ich jetzt wieder spiele, versuche ich mich nochmal zu steigern und von meinen Fehlern zu lernen, die ich in den letzten Spielen gemacht habe, da wo ich dann was besser, also das besser so machen viel kann. kannst du dann nicht gelernt. Da waren nicht viele. Ja, aber trotzdem kann man noch besser auftreten, finde ich. Wir haben ja eben deinen wunderschönen Treffer gegen Sevilla gesehen, aber in dem Spiel war noch viel mehr von Mo dabei. Unser Fußballgott Mo Dahut. Gut, Mo! Bravo! Eine saubere Leistung und diese Arbeit gegen den Ball, diese Energie. Lovely touch and turn from Dahoud there. Mo Dahut schießt aufs Tor. Ja! Tor! Tor! Mo Dahut! Unser Mo ballert das Ding in den Knick. Geil. Geil. Emotion pur. War auch gewisse Freude bei mir zu spüren, ne? Ja, ich liebe sowas, ja. Ja, ich finde es auch gut. Torschütze, Ballverteiler und Zweikämpfer warst du bei der Partie gegen Sevilla. Und alle Spezialisten waren sich einig, das war
eins deiner besten, vielleicht sogar das beste Spiel im schwarz-gelben Trikot. Siehst du das Ja, auch so? schon. Ja, ich hatte gegen Bayern einige gute Spiele, aber leider kein Tor. Oder gegen RB Leipzig vor fast 2 Jahren. Ja. Hast du diese ganzen richtig guten Spiele alle noch im Kopf? Ey, ist ja toll. Ja, einige Szenen habe ich noch im Kopf, ja, genau. Ich habe ja die besondere Gabe, da ich verloren gegangene Spiele direkt aus meinem Kopf streiche, Mo. Aber das ist ja jetzt nicht die Frage. Was gibt dir auf dem Platz den größten Kick? Der Zuckerpass in die Schnittstelle, der Ballgewinn im Zweikampf oder der satte Schuss in den Winkel? Oh, eher die Bälle verteilen. Da hast du am meisten Spaß dran, ja? Ja, schon. Genau. Aber es macht schon Spaß, wenn du den Pass in die Tiefe spielst und dann das ist ein Tor. Aber es ist erstaunlich so, weil ich kann mir vorstellen, nach dem Spiel in Sevilla hast du auch wieder Bock, das nächste Tor zu schießen. Ja, ich hatte schon Lust, gegen Schalke ein Tor zu schießen. Da hatte ich 2 Schüsse aufs Tor, die waren nicht so verkehrt. Ja, das stimmt. Nach Sevilla habt ihr souverän das Derby gegen die Blauen gewonnen. Also das Ergebnis 0-4. Bei 0-4 hat natürlich alle schwarz-gelben Herzen höher schlagen lassen. Wie waren die Tage nach dem Derby-Sieg? Wurdest du angesprochen in der Stadt, beim Tanken, beim Bäcker? Wurdest du beglückwünscht oder hat an der Ampel mal einer gesagt, hey Mo, super? Ich war ehrlich gesagt nur zu Hause. Ja, an mein Auto stand ein Brief. Ja, Nee. Ja, doch. Wie, erzähl mal. Ja, irgendwie danke für den Sieg, danke für den Derby-Sieg. Hat einer unter die genau. Windschutzscheibe gemacht? Genau, ja. Aber das ist doch auch Hammer, oder? Jo. schon verrückt. 2 Siege in einer halben Woche, das gibt doch sicherlich Selbstvertrauen für die nächste Zeit, oder? Auf jeden Fall, wir dürfen uns jetzt nicht darauf ruhen lassen, sondern müssen weiter damit machen. Wir müssen konstant bleiben, wir müssen unsere Punkte holen in den nächsten Spielen. 5 Spiele in 16 Tagen, das ist natürlich richtig anstrengend. Darunter ist auch das Viertelfinale in Gladbach im DFB-Pokal. In der Bundesliga geht es gegen die Bayern. Und das Rückspiel in der Champions League. Also das werden sicherlich harte Wochen. Was wird besonders wichtig sein in diesen Wochen? Ja, ich sage erstmal, diesen Schwung, den wir in den letzten Wochen jetzt, in eine Woche jetzt hatten, einfach mitnehmen und Spiel für Spiel einfach die Energie, diese positive Freude auf die Spiele, auf die Siege fokussieren und die Regeneration auf jeden Fall, da muss man sich schon fokussieren, dass die Physios ihren Job machen, die machen das ja auf jeden Fall gut. Ja, und dann kommt's. Freust du dich auf die kommenden Spiele? Auf jeden Fall, ja. Es wird sicherlich nicht ganz einfach, aber magst du das, wenn es so richtig zur Sache geht? Ja, klar mag ich das, wenn wir solche Spiele vor der Brust haben, ist es schon gut, ja. Jetzt geht es ja morgen gegen Bielefeld. In der Hinrunde gab es einen Sieg durch Doppelpack Mats Hummels. Jetzt haben wir uns in der letzten Zeit aber gerade gegen die vermeintlich kleineren immer schwer getan. Du sagst unseren Zuschauern jetzt, warum das morgen nicht passieren wird. Weil wir sehr fokussiert auf das Spiel gehen, weil wir die 3 Punkte brauchen unbedingt und wir spielen heim. Das heißt, wir werden alles geben, um den Sieg für die Fans zu holen, ja. Wir drücken natürlich alle die Daumen. Ihr könnt bei Sky gucken oder beim Netradio, dem objektivsten Radio der Welt. Jetzt kommen wir zum Zweikampf. In der letzten Woche habe ich ja gegen Wotan Wilke Möhring gespielt und Wotan hat 1 Punkt gemacht, ich dagegen 5. Neuer Zwischenstand, die Gäste haben jetzt 33 Punkte und die Moderatoren, das heißt Owe und ich, 53. Also mit 20 Punkten Rückstand, Mo, gehst du heute in das Spiel. Es ist kein Druck, überhaupt no pressure für dich. Hier ist die neue Spielwand und du bist natürlich heute mein Gast und du darfst beginnen. Ich bin gespannt, was du dir aussuchst. Ein Skandinavier trifft.
ein Skandinavier trifft. Ich glaube, dass ein Belgier eingewechselt wird. Jetzt bist du wieder dran. Ein Deutscher sieht gelb. Ich gehe jetzt zu meinem Freund Mo und sage, Mo ist eine Rakete, er ist unter den Top 5 Sprintern. Du noch einmal? Bleibt ohne Gegentor. Bleibt ohne Gegentor. Der BVB. Und dann denke ich auch, dass Mo mal wieder abhebt wie eine Rakete und ein Kopfballtor macht. Ich setze auf unseren heutigen Gast, auf meinen heutigen Gast. Dankeschön für das Vertrauen. Ja, ist doch klar. Ich bin gespannt, was rauskommt, Mo. Wir werden es nächste Woche besprechen. Mo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen, dass ihr morgen natürlich einen Dreier einfahren werdet. Das wäre sehr wichtig, um das angestrebte Ziel, den 4. Platz noch zu erreichen. Hoffentlich. Ich habe ja schon gesagt, auf jeden Fall, ja, Top-Sprinter und ein Kopfballtor. Wenn das hinhaut, dann werden wir das Spiel definitiv nicht verlieren. Mo, vielen, vielen Dank. Wenn ich spiele, werde ich alles geben dafür. Du wirst spielen, natürlich wirst du spielen. Nach den Leistungen in den letzten Spielen musst du spielen, Mo. Geht gar nicht anders. Also, vielen Dank, dass du dabei gewesen Dankeschön, bist. ich hab Euch zu danken. auch natürlich ein schönes Spiel, ein Sieg unserer Jungs. Egal, wo ihr schaut, das war's vom Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut, der Nobby und Ciao, ciao. der Mo.